Die meisten versuchen höher zu drehen, indem sie stärker ziehen. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Heute soll es also hoch hinausgehen. Ich habe den Ton nicht gewogen. Es sind ca. 2 Kilo, schätze ich. Aber es kommt auch darauf an, welchen Durchmesser man wählt, was man herstellen möchte. Zum Hochdrehen üben, glaube ich, ist diese Menge ganz gut. Das kommt aber auf eure jetzigen Fähigkeiten an. Aufbrechen, Boden ziehen, wie gewohnt. Wenn ihr die Basis vom Klumpen vergrößern wollt oder müsst, nicht einfach immer weiter aufziehen, sondern hier jetzt, wenn ihr an der Stelle seid, herunterdrücken, sonst habt ihr unten im Boden einen Lufteinschluss. Da ich bei dieser Tonmenge einen anderen Griff machen muss, also nicht den sogenannten Zangengriff, nehme ich den Ton hier so zwischen Daumen und Zeigefinger mit dieser leichten Drehung und ziehe das erste Stück hinauf. Es kommt hier nicht darauf an, jetzt schon besonders hoch zu kommen. Wir messen das mal. 13 cm. Der erste Zug ist bei mir auch, ihr macht das vielleicht mit dem Knöchel, ich mache es so, ist auch nur ein Vermitteln, und zwar lege ich Wert, unten etwas Masse herauszubekommen, und hier oben drücke ich eigentlich gar nicht. Natürlich zieht mir den Zug immer von unten bis oben durch. Jetzt machen wir unten mal den Ton mit dem Daumen weg. So. (18 cm Höhe, also überhaupt kaum etwas passiert. Wenn ihr die Züge genauso machen möchtet wie ich, so verweise ich erneut auf meine Videoreihe der Fundamentals. Da seht ihr zu jedem Zug explizit ein Video. Schön gleichmäßig, nicht zu schnell, aber die Scheibe auch auf gar keinen Fall zu langsam drehen lassen. Es ist keine Schüssel, hier sind nicht so hohe Fliehkräfte da. In der Höhe auch kaum was passiert, 24 cm. Wichtig ist jetzt Ruhe bewahren, gleichmäßig drehen. Kommen wir zum zweiten wirklichen Knöchelzug. Ich schiebe
am Anfang wirklich mit den Daumen mehr nach innen und die Innenhand gibt sogar etwas nach. Das heißt, der Boden wird ein klein wenig kleiner. Das mit den Fingern ist wie gehabt, die inneren etwas höher. Was ist passiert? Nicht viel, 28 cm. Ihr könnt auch immer mal von innen das Wasser nutzen, damit nicht so eine große Menge im Gefäß steht. Etwas konzentrieren. Schaut, ich drücke mit dem Daumen rein, ohne dass die linke Hand da ist. Die ist schon da, wenn ihr das macht, aber nicht viel Druck. Seht ihr jetzt, erneut wird der Zylinder ein kleines bisschen dünner. Wenn ihr später das Gefäß zu einer Vase oder einem Krug braucht, wird die Wandung ja durch das Erweitern auch wieder dünner. Deswegen einen hohen, schmalen Zylinder zu drehen, schadet erstmal nichts. Und wenn das jetzt hier oben auseinander geht, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Denn es ist einfacher mit dem Arm dann oben nicht anzuecken. Messen wir noch nach 35 cm und ein letzter finaler Zug kommt. Und hier kommt etwas zum Tragen, was man sich eher vorstellen muss, was ich nicht zeigen kann. Seht ihr hier so diese Linien? Da ist der Ton verdreht. Stellt euch vor, unten ist der Ton fest mit der Scheibe verbunden und ihr arbeitet jetzt etwas weiter oben. Dann habt ihr sehr viel Wand dazwischen. Würdet ihr es festhalten, entweder es reißt ab oder die Wand legt es sofort in Falten. Je dünner es ist, umso eher passiert das. Das heißt, dieses ganze Stück kann sich verwinden, wenn es zu dünn ist oder wenn ihr oben zu fest anpackt. Deswegen ist es wichtig, dass ihr auch nicht viel Widerstand an den Fingern erzeugt oder dass ihr relativ schnell dreht. Wenn ihr zu langsam dreht und ihr haltet den Ton fest, dann entsteht das auch. Das heißt, zieht es durch. Genauso so wie jetzt. Ich kann hier nicht 7, 8, 9 Züge machen und denken, mit jedem Zug bekomme ich 3 cm mehr. Alles hängt an diesem finalen Zug. Hier bekomme sogar ich Probleme, das liegt aber daran, dass ich hier einen Lufteinschluss habe. Aber das soll jetzt egal sein. Wir haben es durchgezogen und wie ihr so seht, in der Wand dieses leichte Flattern. Das ist meine persönliche Grenze. Schaut dazu mein Video. Hier ist die Luft. Und jetzt ja, fast 40, 39,5. Das ist für die Masse ganz okay. Beim nächsten Zylinder zeige ich euch einen Trick, wie man das ganze Dilemma am Anfang auch etwas überwinden kann. Aber dafür müssen wir erstmal den Zylinder gedreht haben.
Dass ich in kurzen Hosen drehe, ist übrigens nicht selbstverständlich, aber der Ofen brennt, es ist Sommer und ich habe 33 Grad in der Werkstatt. Es ist kein Vergnügen heute. Ich kriege ihn wie gesagt nicht hier zwischen die zwei Finger, also ziehe ich so hoch. Unten Masse rausholen. Messen, wie immer, 18. Ordentlich reinschieben, Innenfinger hoch und hochziehen. Ihr könnt immer mal das Wasser benutzen, was unten im Gefäß steht, sonst wird es unnötig viel. Hier unten diese Kante mache ich immer so mit dem Daumen weg. Auch hier Mitte 20, nichts passiert. Ich mache mal hier so eine Kennzeichnung. Jetzt könnt ihr sehen, wie schnell ich die Scheibe drehen lasse. Konzentrieren für einen wichtigen Zug, nach innen schieben, Arm schön senkrecht halten. Und durchziehen. Wirklich nur auf die Stelle konzentrieren, wo die Finger sind und natürlich mit einem Auge unten auf die Wandung schauen. Wenn ihr seht, dass da etwas passiert, müsst ihr sofort die Kraft oben nachlassen, was ich euch eben erklärt habe, weil eben jede Kraft, die ihr oben macht, hier an dieser Stelle diese schrägen Rillen macht. Ja. Je fester du oben zupackst, umso eher verdreht sich das hier. Und deswegen ist Kraft nicht immer die Lösung. Vielleicht ist erstmal, was manche tun, mit einem Schwamm drehen. Okay, aber wenn ich hier oben wirklich festhalte, dann verdreht sich das hier. Somit bleibt dir fast nur übrig, zieh es mit einem entscheidenden Zug durch. Und wenn du bis hier oben gekommen bist, dann kannst du oben mit kleinen Zügen weitermachen. Wenn dir jetzt die Höhe nicht genügt und du möchtest nicht riskieren, dass der ganze Zylinder umfällt, dann kann man Folgendes machen. Habe ich früher selber gemacht, aber mittlerweile nicht mehr. Und zwar, erstmal messen. Ja, sind bei 35. Und zwar macht ihr jetzt mit der Kammschiene das untere Drittel fertig oder stabilisiert es zumindest. Und wenn ihr jetzt noch einen weiteren Zug macht, dann macht ihn halt nicht von ganz unten, wo das komplette Gewicht der Wandung auf den Fingern steht, sondern erst ab hier.
Dafür mache ich das mit dem Schwamm nochmal die Wand nass. Nicht bis ganz unten, innen ist es egal. Und jetzt setze ich den Zug an dieser Stelle an. Hat natürlich den Nachteil, dass die Wandung oben viel dünner ist als unten. Insgesamt jetzt nicht so erstrebenswert, aber für den anfänglichen Erfolg, ich habe das genauso gemacht früher. Ja, und das hat jetzt nochmal 3-4 cm gebracht. Also ab hier nur noch. Ja, und ich mache das jetzt mal noch schnell gerade. Ich weiß noch gar nicht, was ich daraus mache. Wenn euch das gefallen hat und ihr weiter solche Töpfer-Videos sehen wollt, es würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal meinen Kanal abonniert. Dann könnt ihr jede Woche so etwas sehen. Was mache ich jetzt daraus? Es wurde ein Krug. Das ist eine alte Form, die ich aus einem Bunzlauer Buch habe. Der Vorteil an dieser Form ist, ihr verliert nicht so viel von der Höhe, indem ihr nicht viel bauchen müsst. Probiert's aus.